Hallo! Fast hätte ich es aufgegeben, so einen thermoelektrischen Generator zu basteln, bis ich auf die Videos von Igor gestoßen bin. Ja, irgendwie hat der YouTube-Algorithmus jetzt auch russische Videos mit drin. Und er hat mir die Lösung gezeigt, die ich die ganze Zeit nicht im Blick hatte. Problem war gewesen, wenn man hier mehrere in Reihe schaltet und dann auch mit einem Teelicht oder sowas die Dinger betreibt, dann kommen da nur so 3-4 Volt ungefähr raus und damit kann man nicht viel anstellen. Aber das Geheimnis sind jetzt diese Dinger hier. Das sind normale USB-Konverter, USB-Step-Up-Konverter, wo in der Beschreibung angegeben wird, dass sie von 0,9 Volt beginnen und dann bis 5 Volt gehen. Also ab 0,9 Volt laut Beschreibung hauen die dir hier 5 Volt raus. Und der Igor hat jetzt gezeigt, dass die Dinger sogar schon ab 0,5 Volt loslaufen. Und 0,5 Volt bekommt man mit so einem Peltier-Element sogar mit einem schon ungefähr hin. Und wenn man es mit wenig Wärmedifferenz betreiben will, dann nimmt man 4 in Reihe. Kann man 4 in Reihe nehmen. Ja, der Igor, der hat es so hinbekommen, dass man eine Taschenlampe betreibt, nur mit der Wärme, also nur mit der Handwärme sozusagen. Das habe ich schon ziemlich krass gefunden und dann habe ich mir gedacht, sowas probierst du auch mal. Also habe ich mir 4 solche Dinger zusammen gebastelt. Also so schaut das Ding eigentlich aus. Unten ein großer fetter Alublock dran, dann noch hier Kühlrippen drin und oben nur eine Aluplatte. Dazwischen ist Wärmeleitkleber, überall Wärmeleitkleber drauf und dann die ganzen Dinger in Reihe miteinander verbunden. Hier am Output hängt jetzt so eine Schaltung, die ich gerade euch gezeigt habe, und zusätzlich am Input noch ein 10 Farad 2,7 Volt Supercap und eine Schottky-Diode, die 3 Ampere kann. Dass im Falle eines Falles, hier wird mal andersrum, dass es unten mal wärmer ist und oben kalt, dann fließt der Rückwärtsstrom hier rein, nicht dass mir dann das Modul hier flöten geht. Ich weiß nicht, ob das einen automatischen Verpolschutz mit drin hat. Darum geht es eigentlich. Und dass der Kondi dann auch voll bleibt, wenn hier die Wärmedifferenz nachlässt. Das hält dann ein bisschen länger. Ansonsten bringt es nicht so viel. So, und hier am Output hängt dann eine stinknormale Lichterkette mit 96 LEDs und anstelle der 3 Batterien ist hier ein 6,3 Volt Kondensator mit 2200 Mikrofarad noch parallel rangekommen, um es etwas abzupuffern. So, wir wollen jetzt mal schauen, ob das schon mit der Handwärme funktioniert. Ich werde jetzt hier noch richtig kaltes Wasser einfüllen und werde hier hinten das Voltmeter anschließen und dann werden wir gucken, ob es geht. So, das ist die Spannung, die wir praktisch jetzt direkt am Eingang vom Supercap messen. Praktisch vom Peltier-Element zum Supercap. Und das ist die Spannung, die am 2200 Mikrofarad 6,3 Volt Kondensator anliegt, was dann hier am Output vom Step-Up-Konverter dran ist. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie sich das so verhält, wenn man es mit der Hand hier wie lange das ungefähr dauert. So, wir müssen hier auf 500 Millivolt ungefähr kommen. Dass das hier drüben dann ansteigt auf 5 Volt. Das dauert natürlich seine Zeit. Okay, jetzt brauche ich die andere Hand. Meine Nase. Kriege ich das überhaupt noch hin heute? Fufu-Effekt oder was? Krass. Sehr schön. Ah.
Ein Wackelkontakt hier am Stecker. Oh, das hätte schon viel früher klappen können. Na toll. Jetzt haben wir jedenfalls unsere 4,8 Volt. Viel zu lang gewartet jetzt. Ach, ja, jetzt läuft es natürlich auch so hier. Müssen wir noch ein bisschen gegenarbeiten hier. Gut. Okay. Also funktioniert. Ja. Jetzt steigt es wieder. LEDs brechen auf die Spannung ein, aber man kann sie trotzdem noch halbwegs gut erkennen. Ja, so, nur betrieben mit meiner Hand, sozusagen. Finde ich cool. Danke, Igor. Jetzt kann man natürlich nicht die ganze Zeit die Hand da drauf lassen. Es wird ganz schön kalt mit der Zeit. Ne? Und du hast auch bestimmt keine Lust, dich da drauf zu legen. Nee, Tomaten essen wir jetzt mal nicht, Eddie. Aber es gibt ja, wo haben wir das Ding? Solche tollen Teile. Ja, und da wurde erzählt, wenn die verkauft werden, dass die bis zu 8 Stunden warm machen. Bis zu 8 Stunden 50 Grad, habe ich gedacht, oh geil, wunderbar, nimmst du. Und probieren wir es mal aus, wie weit das besser geht. Eddie, kannst du die Kamera mal halten? Okay. Das geht auf alle Fälle. Geht ganz gut. Klappt, Eddie. Mhm. Machen ganz gut Licht. Jetzt ist aber halt die Sache, dass das hier jetzt ganz gut funktioniert und auch vielleicht so die nächsten 10 Minuten, aber in einer halben Stunde ungefähr oder in einer, ich will mal sagen, eine Stunde hält es nicht aus. Also die 8 Stunden, an die 8 Stunden, die 50 Volt kann das Teil leider nicht liefern. Das ist etwas schade, aber naja gut. Immerhin schon mal etwas, immerhin schon mal, dass es überhaupt geht. Ne? So eine halbe Stunde oder sowas kann man damit vielleicht schon mal ein Licht machen. Es macht auf alle Fälle wärmer als meine Hand, immer noch. Aber um dann auch wirklich stundenlang damit hinzukommen und das etwas noch effektiver zu machen, ist mir dann das Ding mit dem Teelichtofen in den Sinn gekommen. Ist mir das in den Sinn gekommen, Eddie? Dir ist in den Sinn gekommen. Ja, wollen wir schon bei der Wahrheit bleiben, gut. Was geht denn? Fein hast gemacht, Eddie.
Ach so, stimmt. Ich habe ja was vergessen zu erwähnen. Genau. Der Scott hat auch so einen Peltier-Generator gebaut. Und da war es so gewesen, dass er gemeint hat, dass dieser andere Kanal, ne, der da so ganz viele Klicks und ganz viele Abonnenten hat, gefegt hätte, indem er praktisch behauptete, dass man allein mit einem einzigen Peltier-Element es schaffen könnte, ein Smartphone zu laden. Ja, und da hat sich der Scott dahinter gemacht und hat einen Peltier-Generator gebaut, der wirklich ein Smartphone laden kann. Und das könnte man jetzt noch etwas weiter pimpen. Ja, ich meine, die ganze Wärme, die da durch die Teelichter erzeugt wird, die geht ja in den Kühlkörper und in das Wasser oben drüber. Und so viel mehr Energie kommt da jetzt dann aus dem Peltier-Element dann nicht raus, meiner Meinung nach, als wenn man die Wärme auch anders nutzen könnte. Mittels Teelichtofen zum Beispiel. Soll ich dir das mal irgendwo hinstellen, dass du dich schön markieren kannst, Edina? Okay, na dann markiere mal. Markiere mal dein Gebiet. So, Teelichtofen war das nächste. Ja, jetzt wird es nämlich hier schon kälter. Ja, 0,55 Volt hält er jetzt nicht mehr. Das geht jetzt langsam zur Neige. Das war es wie lange, eine Viertelstunde ungefähr. Dafür könnte es ungefähr gehen, aber länger wird es nichts. So, dafür nehmen wir Teelichtofen. Richtig. Wir müssen ja dann irgendwie nur die Wärme vom Teelicht hier auf die Platte drauf kriegen. Man könnte jetzt einfach warten, bis das Teelicht so halbwegs so weit gebrannt ist, bis hier drin alles flüssig ist. Das ganze Wachs ist ja dann auch ganz schön heiß und das geht dann schon etwas, ein bisschen, aber effektiver geht es mit so einem Konstruktionsdingens, der praktisch... Jetzt sind die Teelichter größer als die ich hatte. Wieso haben die keine Standardgrößen, die Teelichter? Ach nö. Ich habe noch 2 gefunden, die passen. So, da drauf kommt der Tontopf. Den kann man lustigerweise ganz cool bohren mit einem ganz normalen Metallbohrer, mit einem kleinen. Wenn man die Löcher nicht so groß macht, hier habe ich eins zu groß gemacht, dann ist mir hier ein Stück mal rausgebrochen, das habe ich nachträglich dann nochmal mit Kleber fixiert, mit Wärmeleitkleber. Ja, dann halt so langsam rantasten ans richtige Verhältnis von Zuluft und Abluft. Ja, wenn man zu wenig macht, dann geht die Kerze aus. Und wenn man zu viel macht, dann zieht es hier drin zu viel Luft, was dann mehr kühlt. Und hier unten wollen wir ja eigentlich Wärme drauf haben. Deshalb, da gibt es garantiert noch bessere Optimierungsmöglichkeiten. Zum Beispiel konzentriert an einer Seite die Luft einführen und den Rest dann geschlossen halten, dass sich der Rest dann noch mehr erwärmen kann. Also ist noch nicht das Ende der Fahnenstange mit den Optimierungen, aber ich bin erstmal ganz glücklich damit. So, wird das hier drauf gestellt. Und dann, siehst du, muss ich noch anders rumdrehen. Hier ist eine Stelle, die nicht plan ist. Hier muss man dann auf die Seite drehen, dass das richtig plan aufsitzt, dass die Wärme optimal auf die Platte hier unten übertragen werden kann. Jetzt haben wir die richtige Stellung drauf und es passt. So, darauf kann man dann ja dieses Ding hier bauen. Das hier ist ein Eierbecher aus Keramik und der klebt jetzt von selber hier unten dran. Ich habe gar keinen Kleber reingemacht. Durch die letzten Tests klebt es jetzt von selber. Ich hoffe mal, dass er nicht runterfällt, wenn ich ihn jetzt verkehrt rum hier drauf tue. Okay, und dann haben wir hier einen schönen Pilz. Ist das Feuer auch noch an? Ja, es lodert noch. Okay, so.
Das lassen wir jetzt ein bisschen stehen. Und dann messen wir mal die Temperatur, was wir hier oben als Ofen nutzen können, sozusagen. Und ob dann unser Licht hier hinten auch wieder angeht. Eddie hat sich in Pose gelegt. Dann gucken wir mal die Werte an. Ungefähr 10 Minuten später. Es ist handwarm. Hier sind wir bei 0,55 Volt. Und unsere LEDs krauchen so bei 3,2 Volt ungefähr rum. Na, pendelt natürlich immer hin und her, weil ihr seht es ja. Ist ja logisch. Ja. Noch sind wir nicht auf gewünschte Betriebstemperaturen. Wir gucken mal, wie es so in ungefähr einer Stunde aussieht. Dann dürften die Lichtlein hier unten so weit sich aufgewärmt haben, dass das ganze Wachs flüssig ist und praktisch auch die Teelichter, die jetzt praktisch auf dieser Aluplatte draufstehen, direkten Kontakt mit dem Peltier-Element praktisch bekommen. Also indirekten, dann über die Aluplatte. Wisst ihr, wie ich es meine. So, ungefähr eine Dreiviertelstunde später jetzt. Ich denke, der Zenit ist erreicht. Hier sind wir schon mal, ach nee, doch noch nicht erreicht. Da sind wir bei 6,22, siehst du? Wollte schon sagen, Zenit ist erreicht. Da sind wir bei, also vorhin waren wir nur bei 6,12 gewesen. Habe ich schon gedacht, jetzt geht es nicht mehr höher. Aber es geht trotzdem noch höher, so wie es aussieht. Ich habe jetzt mal einen Temperatursensor hier außen drauf geklebt. Also ich habe bewusst nicht ganz oben drauf. Hier oben ist es wirklich feuerheiß, da kann man nicht mehr lange drauf fassen. Ich habe es mal an die Stelle geklebt, wo man dann normalerweise die Infrarotabwärme eben abbekommt von diesem Teelichtofen. Und da sind wir jetzt bei 55,7 Grad und steigend. Bei 0,65 Volt knapp sind wir und auf 58,8 Grad ist der Topf, hat der Topf sich erhitzt. Okay, also 5 Volt haben wir noch nicht erreicht. Na, es reicht gerade, um die LED-Lichterkette zu betreiben. Aber immerhin. Ich denke mal so 4, 5 davon und da der Output parallel genommen, das könnte dann vielleicht schon interessant werden zum Handyladen. Also dann sind wir ja ungefähr in der Richtung, was der großartige Scott gemacht hat, der Great Scott. Da hat er ja ein paar mehr Teelichter gebraucht, um sein Handy zu laden. Aber wenn wir dann nebenbei noch hier mit dem Teelichtofen dann den Raum heiß machen können, ist das gar nicht so verkehrt, Eddie. Ja. Machst du dich jetzt wieder hier bequem, neben dem Topf. Ja, dir gefällt es jetzt wieder. Ach so, habe ich ja fast vergessen. Und da kommt dann der Elektroatze noch ins Spiel, weil dieses ganze Gedöns hier mit Teelichtern, das könnte man jetzt auch mit einem kleinen Elektrolytofen machen. Ne? Hier ein bisschen Aceton, eine kleine Kupferspirale. Die Kupferspirale einfach zum Glühen bringen und dann auf die richtige Höhe runtersetzen zum Aceton und ab geht's. Aber da überlasse ich mal den Atze die weiteren Forschungen dazu, weil mit Aceton und Acetondämpfen habe ich noch nicht so richtig Erfahrung. Nicht, dass mir das dann hier um die Ohren fliegt oder so. Da bleibe ich erstmal lieber bei den Teelichtern. So, jetzt bin ich fast schon ein bisschen geplättet. Ich wollte jetzt auch mal überprüfen, ob das mit einem einzigen Peltier-Element wirklich nicht funktioniert. So wie das der Scott da gemeint hat. Und es funktioniert. Mit der Anordnung jetzt klappt's. Hier dazwischen ist es Peltier-Element. Da ist es Teelicht. Und die Frischluft kann durch die Kühlrippen von selbst immer hier unten hier hoch. Und mit der Anordnung haben wir jetzt die 5 Volt fast erreicht. Also
das mit dem einen Teelicht und einem PLT-Element geht besser als mit den 2 Teelichtern und 4 PLT-Elementen. Ja, dann zwar mit indirekter Wärmegewinnung, also da habe ich die Flamme ja nur relativ indirekt drauf geführt, aber so viel anders ist das jetzt hier auch nicht. Und bei dem anderen habe ich ja noch Wasser sogar mit als Kühlung und hier habe ich nur Luft. Und es bleibt relativ stabil. Jetzt haben wir sogar fast die 5 Volt schon kurz erreicht gehabt. Ha. Okay. Also da scheint doch mehr dahinter zu sein, als ich gedacht habe. Und da bekomme ich jetzt schon wieder Lust, den Ofen so umzurüsten, damit er die wirklich kleinen, also wahrscheinlich kommt es wirklich darauf an, bei jedem PLT-Element die Spannung so weit hoch zu transformieren, dass er nutzbar wird. Und das kriegt ja jetzt trotzdem bei 0,5 Volt rum hier irgendwie unter Last. Ja, aber das, was es mit dem kleinen Step-Up dann hinbekommt, finde ich schon echt toll. Ja, da am Output mehrere parallel und ab könnte gehen. So, was gibt es doch noch zu erwähnen. Ist mir noch eingefallen. Muss ich an Libby denken, an Action for Free. Ein Raumfahrtkapitän, wie er jetzt heißt. Und zwar gibt es da verschiedene PLT-Elemente. Da gibt es welche mit TEC als Kennzeichnung. Thermoelektrischer Cooler soll das irgendwie heißen. Also die wären ganz gut dafür, irgendwelche Kühltaschen zu bauen. Die gehen zwar auch als Generator, aber effektiver sollen die TEG-Dinger gehen. Allerdings steht da nicht unbedingt TEG drauf. Bei mir steht dann hier SP1848 drauf. Also die wurden mir aber als TEG verkauft, soweit ich mich erinnere. Ja, das ist mal noch wichtig zu erwähnen. Ja, und hier kann man ja dann auch noch kleine Optimierungsmöglichkeiten machen. Ja, jetzt könnte man das Teelicht auch noch so schön umranden, wie man wollte. Das ein bisschen in die Zugluft stellen, dass hier die Rippen ein bisschen Kühlung bekommen. Und ja, mal gucken, wie viel man dann parallel braucht, damit man ein Handy endlich laden kann. Das wäre mal eine Challenge.